Auf einer langen Reise kann es sehr einsam werden. Ohne Freunde, ohne treuen Begleiter, ohne Familie. Da gibt es nur eins, das dir helfen kann. Wuff. Nein, doch nicht so ein Quatsch. Sondern dein ganz persönliches Dakimakura-Kissen. Es spendet dir Wärme bei Nacht. Es spendet dir Gesellschaft bei Tag. Es spendet dir ein Ohr bei Sorgen. Und eine Stütze bei Nackenproblemen. Euer Marshall empfiehlt, ein Dakimakura-Kissen auch auf Events mitzunehmen, um der Welt zu zeigen, dass du Frau oder Mann von Kultur bist. Klicke auf den Link am Ende des Videos, um dir dein Kissen aus einer Vielzahl an Animes zu sichern oder selbst einzugestalten. Wie das oder wow. Tag der Abreise stand nun an und spätestens gegen 7:30 musste ich den Hamburger Flughafen erreichen. Da jedoch morgens um diese Uhrzeit keine großen Züge in Deutschland fahren, musste ich auf meinen Opa als Mitfahrgelegenheit setzen. Natürlich vergaß mein Opa am Vorabend zu tanken, weswegen wir noch etwa eine Stunde auf die Eröffnung einer Tankstelle warten mussten. Wir hatten also gerade mal 2,5 Stunden übrig, um von Rostock bis nach Hamburg Flughafen zu kommen. Entsprechend sind wir über die Autobahn gebrettert wie die Irren. Und genau dann waren keine Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Autobahn sehr von Vorteil. Am Flughafen selbst ging es dann doch noch recht entspannt vonstatten, weil es zum Glück keine langen Schlangen um diese Uhrzeit beim Check-in gab. Also auf zum Check-in und große Taschen abgegeben. Dann durch die Sicherheitskontrolle und im schnellen Schritte zum Gate. Gewartet, Flug war pünktlich und ab ging's. Den Flug habe ich größtenteils durchgepennt. Angekommen in London Stansted wurde man aus dem Flugzeug mit einem Bus abgeholt und man musste mit einer U-Bahn zur Gepäckabholung. Zack war ich konfrontiert mit der ersten Überraschung. Ich habe ja einen kostenlosen werbebasierten Internetvertrag, welcher im Ausland jedoch nicht funktionierte. Das war jedoch im ersten Moment kein Problem, da glücklicherweise jede Milchkanne einen Gastzugang besaß. Mit dem Bus ging es dann auf direktem Wege Richtung Londoner Innenstadt zur Victoria Station. Endlich ausgestiegen und im Herzen Londons angekommen, ließ ich erstmal alles auf mich wirken. Leider hatte ich noch nicht so viel Zeit, um London zu erkunden, da ich aufgrund des strikten Zeitplans meinen Vermieter für die Schlüsselübergabe treffen musste. In London fährt im Sekundentakt irgendwas irgendwo hin, was aber in den Außenbezirken weitaus kritischer war. Ja gut, war jetzt nicht so das Problem, das kennt man ja schon von Deutschland. Ich nahm also die nächstbeste Bahn und los ging's. Im Dorf angekommen, suchte ich erstmal für 2 Stunden die verdammte Haustür meines Vermieters, weil es hier so gut wie keine freien WLAN-Zugänge mehr gab. Auch die Straßennamen und Nummerierungen wirkten etwas unlogisch angeordnet. Ich musste deswegen bei Dutzenden Leuten klingeln und ständig nach dem Weg fragen. Ich wirkte wahrscheinlich wie so ein verlorener Tourist. Hello, good day to you. Is a type called Charlie live here? Oh no, sorry, hon. This is Amber Street 15. You're looking for Penn Street 15. It's over there to the right and then straight ahead. Oh, okay, thank you very much. No problem, my dear. Naja, zumindest konnte ich so das Dorf etwas erkunden. Es war so ein obere Mittelklasse-Dorfbezirk mit jeweils 2 bis 3 Wagen vor jeder Haustür. Bei der richtigen Haustür angekommen, wurde ich von meinem Vermieter und Mitbewohner wirklich herzlichst begrüßt. Er zeigte mir das Haus und mein Zimmer, das in echt nochmal etwas kleiner wirkte als auf den Bildern. Ich hatte ein Bett und eine Kommode, die ich als Tisch missbrauchte. Mit großer Vorfreude ging ich nun ein wenig spazieren, um zu schauen, was ich in den nächsten Monaten hier so machen kann. Es gab eine Bar, einen Sportplatz, ein Kino. Und das war's. Es stellte sich heraus, dass dieses 6000 Einwohner Dorf trotz der Nähe zu London ähnlich tote Hose ist wie deutsche Dörfer. Ohne Auto warst du auch hier absolut aufgeschmissen, da wichtige Busse, wenn überhaupt, nur im Stundentakt fuhren. Aber zumindest das Einleben in The British Way of Life ging recht schnell vonstatten. Da vieles schon recht ähnlich zu The German Way of Life ist. Mein Hirn brauchte etwa 2 Wochen, bis es sich an den Linksverkehr gewöhnt hat. Das war aber kein Problem, da sowieso nicht so viel auf den Straßen los war. Ich habe die Briten als sehr rücksichtsvolle Autofahrer wahrgenommen. Zumindest außerhalb Londons. Das Leitungswasser schmeckte sehr chlorhaltig. Einkaufen von Wasserflaschen war auf jeden Fall für mich Pflicht. Innerhalb der Läden ist es wirklich auffällig, wie wenig Auswahl an Brot es gab. In UK gibt es weißes Toast mit Korn, schwarzes Toast und schwarzes Toast mit Korn.
Dufte fand ich aber auf jeden Fall, dass so gut wie alle Läden, selbst an den Sonntag bis in den späten Abend geöffnet hatten. Innerhalb der Geschäfte gab es immer Dutzende Self-Checkout-Kassen. Dadurch kam es entgegen des britischen Stereotyps nie zu wirklichen Warteschlangen. Kleiner Fun-Fact, im Rostocker Netto wurde ein ähnliches Konzept ausprobiert. Nur noch eine Fließbandkasse und Dutzende Selbstbedienungskassen. Und was macht der gebürtige Deutsche? Wie ich auch vermutet hatte, konntest du in UK so gut wie alles mit Karte bezahlen. Etwas, das in Deutschland selbst heutzutage noch heiß diskutiert wird. Okay, das macht 69,88 €. Moment. 8 Cent und 7 Cent. Bezahlen Sie doch mit Karte, das geht schneller. Was? Mit Karte? Das kann alles nachverfolgt werden. Ich bin doch kein gläserner Bürger. Unerhört! Informier dich mal, Junge! Das gehe ich direkt auf Facebook posten. Hab eben gerade einen Jungen beim Einkaufen entehrt. Oh, ich hab ganz vergessen. Alexa, bestell mir eine Home-Security-Kamera. Sie wissen schon, dass das nicht angeschlossen ist. Oh. Und egal, wohin ich in UK gegangen bin, war der Kundenservice eigentlich immer super. Gerade in der Hinsicht wurde ich vom deutschen Kundenservice so geschädigt. Oh, endlich jemanden gefunden. Könnten Sie mir bitte helfen? Nein. Oh. Während bei den Briten jedes Anliegen mit einem freundlichen und zuvorkommenden Lächeln beantwortet wurde. Die hängen präventiv schon ein Sorry an jedes Satzende, selbst wenn du derjenige warst, der eigentlich den Mist gebaut hat. Oh, sorry. No, it's my fault. I'm sorry. No, I'm sorry. No, I am more sorry. No, I'm more sorry, my dear sir. Yes, I'm so sorry. We shall be sorry on the beaches. We shall be sorry on the landing grounds. We shall be sorry in the fields and in the streets, I say. Okay. Thank you? No, thank you, my good sir. Yes, thank you so much. We shall thank you on the beaches. We shall thank you on the landing grounds. God damn it. We shall... Aber selbst in diesem Dorf hast du die Internationalität Londons gespürt. In meinem Haus wechselten des Öfteren die Mitbewohner, wodurch ich zum Beispiel einen jungen Neuseeländer kennenlernte, der ein Stipendium für den FC Chelsea hatte, einen Iren, der mit mir ständig einen trinken und einen Joint ziehen wollte, einen anderen Deutschen, der nach England frisch gezogen ist, um dort zu arbeiten, und den Chauffeur eines Scheichs von Dubais. Richtig interessant wurde es aber, als es an die Gespräche mit meinen Mitbewohnern ging. Ich bin C1 Level Englisch, aber ich war einfach nicht fähig zu verstehen, was gerade meine schottischen und meine irischen Mitbewohner mir erzählten. So, what's up? We'll have the lads with the what do they call them again? The gondolas. The gondolas. To do what we like and wreck the place. But anyway, that's beside the point. But then he'd be kind of a hero of mine, like he said the right thing, like he said it's global warming. Sure, there's always global warming, they're warm. And you're the potatoes all year round. You're the potatoes all year round. Ist das überhaupt Englisch? Und natürlich war auch Brexit ein dauerhaftes Gesprächsthema. Eigentlich ging es im lokalen Fernsehen 24/7 um nichts anderes. Es gab gar keinen wirklichen Dialog mehr, sondern nur noch Agendas, die durch die Medien durchgepeitscht wurden. In today's news, Brexit good, Brexit bad, Trump good, Trump bad, EU good, EU bad. Have a good night. Das war das Einleben. Und nun ging die Herausforderung los. Das Arbeiten an der Schule stellte meine bisherigen Erfahrungen völlig auf den Kopf. Hätte ich zu der Zeit nur eine seelische Unterstützung gehabt, die ich dabei so einfach unter diesem geheimen Link hätte finden können. Wenn du wissen willst, was passiert ist, dann klicke jetzt auf das nächste Video.